Wir gehen immer davon aus, dass alle ihre Umwelt gleich hören, gleich wahrnehmen, gleich sehen. Aber dann fällt auf, dass der eine hier ganz konzentriert arbeitet und vertieft ist in den Text, den er liest, und eine andere Person die ganze Zeit durch die Gegend schaut und bei jedem Geräusch, was sie hört, darauf achtet, hinguckt. Offensichtlich nehmen die Leute ihre Umwelt sehr unterschiedlich wahr. Und das wollen wir eben untersuchen und dafür wollen wir die Gehirnaktivität untersuchen, weil wir da wirklich schauen können, was passiert im Gehirn. Dafür haben wir diese Ohrelektroden entwickelt, die ums Ohr herum aufgeklebt werden und von diesen Stellen dann die Hirnaktivität messen. Diese Ohrelektroden verbinden wir dann mit einem Signalverstärker, weil die Signale, die wir messen, im Gehirn sehr, sehr klein sind. Und diese Signale werden dann zusammen mit dem akustischen Signal, mit einem Mikrofon aufgenommen und dann auf dem Smartphone gespeichert. Das ist tatsächlich etwas, was sehr neu ist und was es bisher noch in der Form nicht gab. Frage: Wie kommt ein junger Mann mit wissenschaftlichen Ambitionen aus Bayern bzw. Franken nach Oldenburg? Die Antwort: Indem er sich über Osnabrück und Utrecht so langsam an die Stadt der Wissenschaft heranrobbt. Unser diesjähriger Preisträger für exzellente Forschung lebt und arbeitet seit 8 Jahren mit seiner Frau und seinen 2 Töchtern hier in Oldenburg. Als ehemaliger Handballer kennt er die Herausforderungen des Wissenschaftsbetriebes als Wettbewerb der Ideen, als Spielfeld für Disziplin, Hartnäckigkeit, Einsatzbereitschaft und Siegeswillen. Frühzeitig interessierte er sich für Kognitionswissenschaften, auch wenn seine Eltern als Psychotherapeuten mit diesem breit angelegten Studium in Osnabrück nicht so sehr viel anfangen konnten. Er hatte von Beginn an klare Vorstellungen von seinen Zielen, wollte wissenschaftliche Erkenntnisse zur unmittelbaren Anwendung bringen und neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, in seine Arbeiten integrieren. Die Unzufriedenheit mit dem deutschen Studiensystem trieb ihn jedoch von Osnabrück in das Nachbarland Holland an die Universität Utrecht. Hier fand er die Bedingungen vor, bei denen er sich wohlfühlte. An einem Krankenhaus, in dem Epilepsie-Patienten behandelt werden, kam er sehr intensiv mit Neurowissenschaftlern und Neurochirurgen zusammen. Er lernte das Messen von Hirnströmen und das Einsetzen von Implantaten. Er ist beeindruckt von der flachen Hierarchie im Krankenhaus und an der Universität und genießt die Atmosphäre des gegenseitigen Respekts. Und dennoch reizt ihn die Stellenausschreibung der Universität Oldenburg in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Stefan Debener. Ein längeres Telefonat mit Professor Debener überzeugt ihn, die Zelte in Utrecht abzubrechen und mitsamt seiner Familie nach Oldenburg umzuziehen. Daran erkennt man wieder den Pragmatiker, den Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Anwendung. 2 Jahre brauchte er, um sich in Deutschland wieder einzugewöhnen. In einer Umgebung, die deutlich stärker durch verschiedene Hierarchiestufen geprägt war und die Kolleginnen und Kollegen weniger nahbar waren als in Holland. Diese Selbstreflexion, diese Empathie hat unseren sportlichen, sympathischen und offenherzigen Preisträger zu einem hoch angesehenen Wissenschaftler, sehr geschätzten Kollegen und einem einfühlsamen, vertrauensvollen, authentischen und glaubwürdigen Vorgesetzten gemacht, der sein Team mit viel Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Wertschätzung führt. Ich gratuliere hiermit Herrn Dr. Martin Bleichner zum Erhalt des diesjährigen Preises der Universitätsgesellschaft Oldenburg für exzellente Forschung auf dem Gebiet der drahtlosen Übertragung von Messungen der elektrischen Aktivität des menschlichen Gehirns, der kontinuierlichen Übertragung des EEG auf gängige Smartphones. Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Bleichner. Herr Bleichner, in Ihren Forschungsarbeiten beschäftigen Sie sich mit Geräuschen, die wir häufig als Störung empfinden, zum Beispiel tropfende Wasserhähne oder wie jetzt aktuell ein bisschen Verkehrslärm im Hintergrund. Was sind so die Ergebnisse Ihrer Arbeiten? Wir wollen wissen, warum manche Menschen sehr gestört sind von Geräuschen und manche Leute überhaupt nicht. Das ist schwierig, die Leute zu fragen, haben Sie das Geräusch gerade gehört oder haben Sie es nicht gehört? In dem Moment achten sie auf die Autos, vorher nicht.
Und deshalb entwickeln wir Methoden, um das messbar zu machen, objektiv messbar zu machen, und dafür wollen wir die Hirnaktivität messen. Was sind jetzt so spezielle Themen, die Sie jetzt in Zukunft noch beschäftigen werden? Welche Ziele wollen Sie erreichen mit Ihren Forschungsarbeiten? Wir wollen tatsächlich besser verstehen, wie Lärm, wie Geräusche Menschen belasten im Arbeitsumfeld. Zum Beispiel haben wir gerade eine Studie zusammen mit der Viszeralchirurgie, allgemeinen Viszeralchirurgie, wo wir beim medizinischen Personal im OP schauen, wie die Geräuschkulisse sich auf das medizinische Personal während einer Operation auswirkt. Und dafür haben wir jetzt eben die Technologie entwickelt, um das zu können, und können jetzt wirklich schauen, ob wir die Arbeitsbedingungen in dem OP eines Tages verbessern können. Für exzellente Forschung haben Sie den Preis erhalten. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Haben Sie schon eine Vorstellung, was Sie mit dem Preisgeld machen werden? Tatsächlich wird ein Teil des Preisgeldes in die Anschaffung eines 3D-Druckers fließen, weil wir eben auch für unsere Forschung immer wieder Hardware entwickeln müssen, und die müssen wir schnell vor Ort entwickeln, damit wir wirklich innovativ in schnellen Zyklen Sachen produzieren und testen können. Und dafür stelle ich mir jetzt einen 3D-Drucker hin, mit dem ich dann bestimmte Sachen ausdrucke und die dann schnell probieren kann, ob es funktioniert, und dann wieder die Forschung ein bisschen schneller zu machen. 3D-Drucker heißt ja auch, Sie müssen dann entsprechend programmieren. Machen Sie das selbst oder haben Sie da Ihre Kollegen oder Mitarbeiter? Tatsächlich gibt es 3D-Software, die kann ich selber bedienen. Das kann ich, da baue ich mir meine Modelle selber und freue mich dann immer, dass das rauskommt, was ich da gerade rein modelliert habe. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Alles Gute dabei. Die Hoffnung ist, dass wir wirklich das Gehirn im Alltag verstehen können und tatsächlich auch Leuten letztendlich helfen können, die unter Geräuschbelastung leiden. Warum leiden diese Leute unter diesen Geräuschbelastungen? Können wir das herausfinden, was bei diesen Personen im Gehirn passiert? Und können wir ihnen vielleicht zukünftig dann auch Möglichkeiten bieten, damit besser umzugehen, bessere Strategien an die Hand geben, um mit den Geräuschbelastungen besser klarzukommen?